Diese Woche zeige ich euch, wie versprochen, wie ihr ein Ballonkleid für eure Puppe nähen könnt. Letzte Woche gab es den ersten Teil dazu, nämlich das Wickelshirt zum Drunterziehen. Wenn ihr das nochmal nachnähen wollt, könnt ihr euch gerne das Video dazu anschauen in meinem Kanal. Genau, und diese Woche machen wir das Ballonkleid. Das Schnittmuster findet ihr unter diesem Video, beziehungsweise den Link dazu. Und ihr findet auch einen Link zu einer Maßtabelle. Das Schnittmuster ist für eine 40 cm große Babypuppe. Und wenn ihr eine andere Puppe habt, dann könnt ihr da die Maße abgleichen. Ihr könnt das Schnittmuster, falls es nicht genau passt, auch einfach ein bisschen größer oder kleiner ausdrucken. Das ist kein Problem. Das kann man einfach machen bei Puppenkleidung. So, ihr braucht ein etwa 50 x 50 cm großes Stück Stoff. Ich habe hier so ein Babycord. Ihr könnt aber auch Niki oder ja, irgendeine andere Art Baumwolle nehmen. Und ein kleines Stück Futterstoff. Das kann ein Reststück sein. Das brauchen wir nur für diese beiden oberen Teile. Also es kann 20 x 20 cm groß genügt. Dann passendes Nähgarn für den Oberstoff. Wenn ihr mögt, ein Samtband zur Zierde für die Taille später. Ein bisschen elastisches Nähgarn oder Gummiband und ein Stückchen Klettverschluss zum Verschließen des Kleides. Und als erstes schneiden wir uns das jetzt zu. Die Schnittteile werden alle im Bruch zugeschnitten, abgesehen von dem oberen Rückenteil. Das machen wir zum Schluss. Ich habe mir den Stoff jetzt hier im Bruch hingelegt, also doppelt mit einer Faltkante. Und da lege ich jetzt hier meine Schnittteile an. Und ich schneide das immer so freihand aus. Ihr könnt das natürlich auch feststecken oder mit Schneiderkreide aufzeichnen, wenn euch das lieber ist. Übertragt euch hier die Knipse, die sieht man jetzt hier auf meinem Schnittteil nicht, weil meine Farbpatrone vom Drucker leer war, aber ihr solltet das hier, die beiden Knipse für die Falte vorne auf eurem Schnitt sehen können und da solltet ihr euch eine kleine Markierung in den Stoff machen. So, und jetzt schneide ich mir die beiden Oberteile auch nochmal aus Futterstoff zu, wieder im Bruch natürlich. Das hier ist wirklich so ein Reststück, das war mal eine Hose von meiner Tochter. Ich mag immer gerne, wenn schöne Sachen kaputt gehen, dann weiche ich die auf und mache daraus noch irgendwas für Puppen. Genau. Und jetzt lege ich mir hier meine Schnittteile einfach alle einmal hin. Und jetzt starte ich mit den Schulternähten. Das heißt, beim Futterstoff, aber auch beim Oberstoff. Und ich lege mir jetzt hier die Rückenteile rechts auf rechts, sodass diese Kante innen liegt und die Schulternähte aufeinander. Und hier diese Nähte nähen wir uns jetzt zu. Mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm. Und beim Futter genauso. Hier nähe ich mir das jetzt einmal zu. So, und so sieht das jetzt aus. Und jetzt legen wir uns das rechts auf rechts. Also das Futter auf den Oberstoff. Und jetzt stecke ich mir das ein bisschen fest, damit es nicht verrutscht. Mein Futterstoff ist aus Viskose. Ich liebe Viskose, aber zum Nähen ist das wirklich schwierig, weil es so wegrutscht. Und jetzt nähe ich mir hier die hinteren Kanten, den Halsausschnitt entlang und auch hier die hintere Mitte zu. Also von hier bis hier. So, und als nächstes nähe ich mir jetzt die Armausschnitte, aber noch nicht die Seitennähte hier, sondern nur diesen Teil hier. Auch das stecke ich mir ein bisschen fest, damit mir das nicht wegrutscht. So, und jetzt nähe ich mir hier die Armausschnitte links und rechts wieder mit einem halben Zentimeter Nahtzugabe zu. So, bevor wir das jetzt auf rechts wenden, schneide ich mir überall die Nahtzugaben ein bisschen zurück, damit sich das hier schöner in der Rundung legt. Ich habe ja hier sowieso nur 0,5 und ich schneide das jetzt auf ca. 0,3 zurück. So, und jetzt wenden wir das einmal auf links und das ist ein bisschen fummelig, weil dieser hintere Teil muss hier durch die Schulter durch. Das ist ein bisschen eng, geht aber. Seid schön vorsichtig, dass ihr den Stoff nicht beschädigt beim Umkrempeln. So, und jetzt bügele ich das einmal und zwar so, dass die Kante des Futters nicht mehr zu sehen ist, sondern genau unter der Kante des Oberstoffs verschwindet. Jetzt schließen wir die Seitennähte hier vom Oberteil und zwar legen wir die
rechts auf rechts und Naht auf Naht. Das ist dieses Stück hier. Und auch hier mache ich mir eine Stecknadel rein in die Mitte auf die Naht, damit die schön aufeinander liegen, die Nähte. Und genauso auf der anderen Seite. So, genau, und das nähen wir uns jetzt einmal so zu. Einmal quer hier drüber. Und hier genauso. So, auch hier schneiden wir die Nahtzugaben nochmal zurück, vor allen Dingen bei dem Oberstoff, der ein bisschen dicker ist als das Futter, damit es hier nicht so wulstig ist unter den Armen hinterher. So, und das ist jetzt unser Oberteil. Und jetzt nehmen wir uns den Rock zusammen. Dazu legt ihr Vorderteil vom Rock und Rückteil aufeinander. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich euch vorhin Quatsch erzählt habe, nämlich das Rückteil vom Rock wird gar nicht im Bruch zugeschnitten, sondern das sind zwei Teile, die in der Mitte geteilt sind, genauso wie das obere Rückenteil. Also müsst ihr, falls ihr das jetzt schon zugeschnitten habt, müsst ihr es einmal in der Mitte durchschneiden und dann ist alles fein. So, und jetzt nehmen wir uns den Rock zusammen. Und dazu braucht ihr erstmal die beiden Rückenteile. Und zwar säubern wir uns hier als erstes die Nähte innen. Entweder mit der Overlockmaschine oder mit der Nähmaschine näht ihr hier einfach einmal im Zickzack lang, sodass diese Kanten nicht mehr aufribbeln können. So, und jetzt legt ihr die beiden Teile rechts auf rechts und näht euch die von unten, also von der breiteren Seite aus, zu, sodass hier oben etwa 6 cm noch offen bleiben. Gut, jetzt haben wir hier einen Teil draus gemacht und jetzt können wir uns das vordere Rockteil da drauflegen und die Seitennähte schließen. Also einmal hier und einmal hier diese Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, dann versäubert auch hier die Nahtkanten mit der Overlock oder mit dem Zickzackstich an der Nähmaschine. So, und jetzt habt ihr hier vorne eure Knipse und die legen wir uns jetzt zusammen zu einer Falte. Und zwar faltet ihr das einmal in der Mitte bei dem mittleren Knips, rechts auf rechts und steckt euch hier eine Nadel bei den beiden äußeren Knipsen. Wenn ihr das jetzt aufklappt und diese Falte hier quasi platt drückt und mit der mittlere Knips auf die Nadel trifft, dann habt ihr hier jetzt eine Kellerfalte gelegt, die wir dann später vorne im Rock drin haben. Jetzt könnt ihr euch hier links und rechts auch noch mal eine Nadel reinsetzen. So, jetzt mal umkrempeln, dann sieht man es besser. Und hier steppe ich mir jetzt einmal drüber, damit das fixiert ist. So, das habe ich jetzt natürlich knapp an der Kante gemacht, damit man das später nicht mehr sieht. Denn jetzt als nächstes können wir uns das Oberteil am Rock feststecken. Und zwar erstmal nur den oberen Stoff und danach den Futterstoff. Das heißt, ich lege mir das Oberteil mit der unteren Kante nach oben auf den Rock, stecke mir die Seitennähte aufeinander. Und hier hinten klappe ich das etwa bei 1 cm nach innen um und stecke es mir hier genau auf der Kante des Oberteils fest. Und jetzt seht ihr, dass ihr hier so ein bisschen Stoff über habt. Und wir machen das so, dass wir das einfach beim Nähen ein bisschen auseinanderziehen, so dass sich der Stoff gleichmäßig verteilt und der Rock hinten so ein bisschen gekräuselt ist. Wenn ihr jetzt einen Stoff verwendet habt, der sich überhaupt nicht ziehen lässt, dann steckt euch das hier so fest, dass es so ein bisschen in gleichmäßige Falten sich legt, dieser Stoff, der hier so ein bisschen zu viel ist. Aber wenn ihr so leicht elastischen Stoff habt wie ich, dann könnt ihr das beim Nähen einfach so ein bisschen stretchen und dann, dann passt das automatisch aufeinander.
Bei der anderen Seite hinten machen wir das jetzt auch. Also ich schlage mir hier die Kante vom Rock bei 1 cm nach innen ein und stecke mir die genau auf die Kante des Oberteils. Achtet darauf, dass ihr hier den Futterstoff noch nicht mit feststeckt, weil wir nähen jetzt erstmal nur die Oberstoffe aufeinander und das Futter nähen wir später um. Also ich nähe jetzt einmal hier an der Oberkante entlang und nähe quasi Rock und Oberteil hier zusammen bei ca. 1 cm. Also die Nahtzugabe ist hier doppelt so breit. Und achte darauf, dass ich hier in der Ecke nicht den Futterstoff mitnehme, sondern wirklich hier drunter quasi anfange zu nähen. Okay? Ja, so schaut das jetzt aus. Das heißt, wenn ich mir das hochklappe, ist es von außen schon fast fertig. Aber ich muss jetzt natürlich noch den Futterstoff innen dagegen nähen. Und dazu klappe ich mir die Nahtzugabe hier nach oben. Also die soll und schlage mir den Futterstoff ein. Das ist hier an den Ecken ein bisschen fummelig, wobei nicht nur an den Ecken, es ist generell ein bisschen fummelig, dieser Teil. Genau, ich schlage mir den Futterstoff ein und stecke mir den hier drauf fest. Und zwar genau so, dass er ein bisschen über diese Naht, die ich hier jetzt gemacht habe, drüber steht, so 2 mm etwa. Und das ist wichtig, dass ihr hier relativ genau steckt. Und ich stecke jetzt auch quer, das mache ich normalerweise nicht, aber jetzt mache ich das, damit mir der Stoff wirklich nicht wegrutscht, sondern wirklich genau da sitzt, wo ich ihn haben will. So, und jetzt habe ich mir das so gesteckt, wie ihr seht, dass die Stecknadeln hier genau auf der Kante des Futterstoffs verlaufen und hier genau in dieser Rille quasi zwischen dem Oberteil und dem Unterteil. Das heißt, wenn ich jetzt außen in dieser Rille genau entlang nähe, dann nähe ich mir hoffentlich genau diese Kante hier fest und von außen sieht man die Naht nicht. Und ich ziehe das beim Nähen auch so ein bisschen auf, sodass ich wirklich genau hier in dieser Naht nähen kann und ja, und das von außen dann nicht sichtbar ist. So, das hat hier ganz gut geklappt. Und jetzt säumen wir uns das Kleid und der Saum ist gleichzeitig ein Tunnelzug. Das heißt, da kommt später unser Gummiband rein, damit es dann auch ein Ballonkleid wird. Und ich schlage mir das jetzt zweimal hier ein bei ja, so circa 1 cm und stecke mir den fest rundherum. So, und jetzt steppe ich den Saum einmal rundherum ab, also knapp unterhalb dieser umgeschlagenen Kante und lasse mir hier hinten ein kleines Stück offen, damit ich da gleich meinen Tunnelzug reinziehen kann. Und dann nehmt ihr euer elastisches Nähgarn oder Gummiband, was immer ihr da habt. Ich habe hier so eine, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, so eine Tunnelzugnadel extra. Ihr könnt aber auch einfach eine normale Nähnadel nehmen und die rückwärts durchschieben, damit ihr nicht hängen bleibt. Das geht auch. Und dann schiebt ihr das hier in den Tunnelzug rein. Einmal komplett durch. Und dann könnt ihr euch den Rock hier unten zusammenziehen. Schaut, wie eng ihr das haben wollt. Nicht zu eng vielleicht. Und dann verknotet ihr euch das einfach. Schneidet das Gummi ab. Lasst es hier reinrutschen. Und jetzt nähe ich mir hier noch einmal dieses Stück zu. So, jetzt fehlt uns noch der Verschluss hinten. Und zwar schneide ich da einfach ein längliches Stück von meinem Klettband zu und runde das an den Ecken ab, damit da keine spitzen Kanten überstehen. Das Klettband ist ja so ein bisschen hart. So, und hier steppe ich mir jetzt auf die eine Seite mein Hakenband und dann auf die Innenseite mein Loopband, also das etwas weichere. So, und jetzt kann ich mein Kleid hier zumachen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch hier so ein Samtband anbringen.
Und zwar nähe ich das auch hier hinten einmal mit so ein paar Stichen fest. Nässt es dann ab, dass es genau einmal rumpasst und steppt es auf der anderen Seite auch fest, so dass man da nichts binden muss, sondern dass das einfach lose um die Taille liegt und hinten fixiert ist. So, jetzt ist das Ballonkleid fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like und abonniert gerne meinen Kanal. Ich poste jede Woche ein neues Video rund ums Puppenmachen und Puppenkleidung nähen.